Das war unsere Unterkunft in Bran. Also das Schloss ist in der Richtung. Und wow, okay, viel zum Essen und zum Trinken auch. Und heute Morgen, wo wir rausgeschaut haben, da hat das Thermometer so zwischen 6 und 7 Grad gehabt. Also wir haben jetzt zwischen 32 und 6 Grad irgendwie schon alles gehabt. Gut, auf geht's. Es ist, glaube ich, Samstag. Ja, es ist Samstag. So, Aufbruch in den nächsten Fahrtag. Vorletzter Fahrtag eigentlich schon, Samstag. Das ist der Wirt. Man erkennt sofort, wer der Wirt ist. Genau. Ja, Rado auch mit am Start. Geil. Wir gehen auch heute Stadt besichtigen. Simi-Schuara, glaube ich. Aber ich komme nochmal drauf zurück. Gut. So, auf geht's. Na, wieder schön die Berg da mit der Morgensonne. Wobei es ist jetzt auch schon 9:30. Ich war heute Morgen schon eine Runde spazieren. Da war das auch sehr schön anzuschauen. Genau, auf geht's in den Samstag. Auf geht's in den vorletzten Fahrtag. So, und ein letztes Mal für diese Reise müsste jetzt gleich nochmal ein optisches Highlight kommen. Und zwar, wenn wir da um die Kurve fahren. Das sollte was kommen, das haben wir jetzt schon mal gesehen. Aber es wäre ja eine Schande, wenn ich es nicht nochmal mitnehme auf der Kamera. Und deswegen lassen wir es laufen und schauen uns das an, was da kommt. Und siehe da, wir sehen das Schloss von Bran nochmal. Von Bran. Also ist deutlich schöner zum Anschauen, wie ich das erwartet hätte. Kann man schon empfehlen. Schön, oder? Hammermäßig. Hinten das Tal rein, vorne die grünen Hügel, alles schön bewaldet. Super. So, 15,5 Grad, alles im grünen Bereich. Perfekt, schaut euch das so. Schöne kurvige Waldstraße. Herrlich. Es ist Genussmotorrad. Herrlich. Super. So, wir lassen jetzt die Karpaten hinter uns, meine ich. Schön war es da, schön grün. Sind jetzt relativ hoch in Transsilvanien. Und auch hier ist schön grün. Ist also temperaturtechnisch und von der Vegetation eine ganz andere Hausnummer wie in der Walachei. Man merkt, dass Samstag ist, es ist weniger los auf die Straßen. Das war jetzt die letzten Tage recht angenehm, wo das Leben da auf der Straße war. Naja, mal schauen, ob sich das noch ändert oder ob das jetzt Tageszeit oder ja, woran das liegt. Das kann ja ein reiner Zufall sein. Gell? Ich hätte jetzt eben darauf gestürzt, dass heute Samstag ist und die Leute einfach mal lieber länger schlafen. Übrigens, ich habe in ganz Rumänien ganz viele Nester gesehen, aber keinen einzigen Storch.
So, vor Siki Shuhara, das wird wieder ein Running Gag. Also nochmal, vor Siki Shuhara haben wir jetzt noch mal Pause gemacht. Am German Market, da gibt es Augustiner und Tegernseer Bier, also die wissen auch, was gut ist. Und jetzt gehen wir dann die Stadt anschauen, das sind noch 50, 60 Kilometer. Rado ist mit dabei, das heißt, das ist dann unser Case für unser Gepäck und alles. Da können wir alles reinschmeißen, dann schauen wir aus wie einigermaßen normale Leute. Genau, und dann schauen wir uns die Stadt an. Spaß wird's. Genau, und der Flat hat halt gestern Abend noch sein Moped sauber gemacht. Schaut euch das an, wie das blinkt. Ich mach sowas nicht. Ja. Gut, schauen wir, ob der Motor noch läuft. Schaut gut aus. Das Handy weiß ja nicht genau, was will. Und 81 Kilometer haben wir bis jetzt heute auf der Uhr. Passt also auch. Let's go! Ganz da hinten, da sieht man einen Friedhof am Hang entlang. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Interessant. Und da, ganz was Kreisliges, eine Burg. So, darf ich vorstellen, wir sind in Bodendorf. Ist mir jetzt mehrfach aufgefallen, dass die Ortschaften tatsächlich zweisprachig ausgeschildert sind. Zuerst habe ich gemeint, naja, das ist jetzt halt einmal, aber nein, das ist jetzt ein paar Mal vorgekommen. Also es scheint eine Regel zu werden und deswegen wollte ich kurz darüber berichten. Also Bodendorf in Transsilvanien. Geradeaus! Das sieht aus, als wäre das eine wichtige Burg. Das schaut aus, also jetzt von hier aus, schaut das aus, als wäre die Burg da oben ein kompletter Lost Place. Und als hätten sie das mit dem Gerüst da irgendwie zusammen genagelt, dass es nicht runterfällt. So, aber ja, es ist von hier unten beurteilt, gell? Vielleicht ist es ein Baugerüst, weil es ein Gutsmauer kann natürlich auch sein. Ist auf jeden Fall wieder eine liebliche Ortschaft da. Ist so, ja, da spürt man das Transsilvanien. Schön. Und mit Wehrturmkirche. So, da hinten sieht man schon so ein bisschen, was wir uns anschauen wollen. Also Kaufland, OMV. Nein, natürlich nicht. Die Altstadt. Die Altstadt wollen wir uns anschauen. Ja. Bin ich mal gespannt. Aber hallo, ha? Aber hallo. Uiuiui. So, also wir sind jetzt in Shikisuhara und siehe da, also die Stadt hat wohl was zu bieten. Wenn man das Haus da schon anschaut, das ist ja schon sehenswert für sich allein. Und das geht weiter, schaut euch den Turm da an, mit Türmchen und Türmchen und da hinten auch nochmal Türmchen und ein Wehrturm und eine Stadtmauer und gut, gut. Da sieht man auch, Rumänen wissen, was gut ist. Von AGS schon hin. Cool, oder? So, Transsilvanien und Dracula, das hängt also ein bisschen miteinander zusammen. Und ich darf euch sagen, in diesem Haus ist der Graf Dracul, Vlad Dracul, tatsächlich geboren worden und hat auch lang gelebt.
Heute ist ein Restaurant drin und so wie der Radio sagt, ist es jetzt gar nicht so super touristisch, dass das so abzocken wird. Man kann da sogar reingehen, aber es ist natürlich auch immer voll und wir wollen da nicht rein. Also, das Haus war's. Y aquí claro, pero dentro del castillo era caro. Que era donde nació el So, das war also die Innenstadt von Sighisoara. Durchaus sehenswert und ja, da ist er geboren worden, der Graf Dracula. Ist ja mit Transsilvanien und der Literatur irgendwie gut miteinander verbannt. Wie man sieht, es ist eine Stadt, wo er verkehrlos ist. Da leben natürlich auch Leute, gell? Und es ist jetzt touristisch gar nicht so stark, wie ich erwartet hätte. Passt also. Da hinten haben wir wieder so einen ultra hohen Kamin oder Schornstein oder wie auch immer. Und es wäre tatsächlich interessant, was das für ein Werk ist, ob das ein Braunkohlekraftwerk ist oder was machen die da, dass der Kamin so hoch sein muss. Und schaut jetzt auch nicht so aus, als da was rauskommen. Wobei, wenn es irgendwelche komischen Gase sind, wird man das vielleicht gar nicht sehen. Aber ich finde das interessant. Jetzt haben wir nochmal so einen Bahnübergang. Das Stoppschild heißt: Pass auf dich auf. Es gibt hier keine Schranke, kein Nix. Und Bahn hat Vorfahrt. Schon im eigenen Interesse. Und wir sind in Frauendorf. Diese Ortschaft hat den deutschen Namen Frauendorf. Ich habe allerdings noch kein Häusl nicht gesehen. Da oben haben wir wieder eine schöne Abrisskante. Und allgemein die Gegend da, die lädt zum Wandern ein. Da oben stehen dann Schafe oder Kühe oder so. Man sieht da, dass so serpentinenartig Wege sind. Ob das jetzt von Tier, Mensch oder Zufall ist, kann ich nicht sagen, aber mir gefällt es, das kann ich euch sagen. Seht ihr nicht hier? Schön. Da sieht man nochmal die Karpaten, da hinten kommen wir jetzt wieder raus. Wir waren ja relativ weit weg davon. Aber jetzt kommen wir jetzt da nochmal raus. Ich habe den Radio auch gefragt, ob das irgendwie eine andere Gegend ist, dass es irgendwie anders heißt oder so. Aber schau. Aber der Radio hat gemeint, wenn es da Berge sind, dann sind es die Karpaten, es gibt da keine anderen Berge. Deswegen traue ich mich zum Sagen, da hinten kommen wir jetzt wieder raus. Karpaten. Cool. Wir gehen heute noch eine Burg anschauen. Das wollen wir uns nicht entgehen lassen. Vorher ziehen wir uns aber in Zivilklamotten an. Gut, let's go. So, schaut mal. Wir warten, dass der Zug kommt und da kommt der Zug. Schwere Güterkiste, elektrifiziert. Schaut aus, als wären die Rugenwagen leer. Genau. Auch schön. Schaut mal, wie das auf der Karte ausschaut. Seht ihr das? Schau mal, wo es der hinkriegt. Oh, total lauter Stadtmauer und alles. Und das ist das direkt vor uns. Eine massive Festungsanlage scheinbar. So, wir sind in Alba Iulia, das ist unsere Pension. Es ist in der Stadt, dementsprechend kann es nichts großartig sein. Und die Kollegen haben rechts das Haus und ich bin links hinten in dem Haus. In dem Haus bin ich da hinten, da bin ich drin und kriege ein eigenes Haus für mich.
Jetzt gehen wir Burgard schauen. Also Blick von der Festung runter nach Alba und wenn man das rüberschwenkt, ganz weit hinten wieder die Berge. Schön, oder? Da schauen wir jetzt mal rein, wer da singt. Da bin ich begeisterungsfähig dafür. So, ich habe mir jetzt eine Kerze gekauft und ich zünde jetzt einen Kerzel an. Super. Ja, und so ging unser Samstag zu Ende. Wieder ein Wahnsinnsfahrtag mit einer unglaublichen Altstadt, einem wichtigen Geburtsort, einer riesigen Festung. Und natürlich mit der Krönungskathedrale von Alba Iulia. So, das war jetzt unsere letzte Nacht unsere vorletzte Nacht in Rumänien und wir haben eine richtig geile Location gehabt. Gleich mal informativ, es gibt ein Augustinerbier aus dem Fass. Und ja, Frühstück haben wir schon. Zahlen wir es vielleicht noch, weiß ich nicht genau. Und dann geht es wieder los. Dann geht es wieder zurück nach Timișoara, wo unsere letzte Nacht ist und morgen früh ist dann der Flug nach Hause. Gut, machen wir. So, again on the road. Unser letzter Fahrtag heute, geführter Fahrtag heute nach Timișoara. 18 Grad in der Früh. Sonntag in der Früh, ruhig ist in der Stadt. Sehr interessanter Platz, muss man sagen. Ist tatsächlich ein Trip wert. Die Unterkunft war super, das Zimmer war gut. Es gibt nichts zu meckern. Das kann so weitergehen. Lange, lange und ganz lange. Gut, let's go! Und die Stadt verabschiedet mich mit einer wunderschönen Brücke, oder uns mit einer wunderschönen Brücke. Einmal für die Bahn, na, für ein Rohr ist das, irgendein Rohr geht darüber, Pipeline oder was, und für uns. Und da drüben ist die Bahn und das Wasser dazu. Schön. Fernwärme oder was das ist, oder Ölpipeline oder... Wir werden es wohl nie erfahren, gell. Und der Morgen begrüßt uns wieder mit einem Bergpanorama. Ah, wunderschön. Also Ausläufer der Karpaten. So wie der Rado sagt, werden wir die auf der linken Seite immer wieder mal sehen während der Fahrt, die Ausläufer der Karpaten. Aber sie werden dann natürlich auch immer kleiner, weil wir eben in die Tiefe kommen. Wir schauen einmal rüber. Ja, ein bisschen was können wir schon sehen. Ja, da hinten schaut wieder schön aus, wie er leuchtet in der Sonne mit dem blanken Fels. Schön. Jetzt sehen wir noch mal gescheit den Kameraden. Schön, oder? Da haben wir es. Hunedoara. Ich glaube, dass das einigermaßen stimmt. Ah, da vorne steht nochmal
Hunedoara, das ist die Stadt, wo die Burg ist. Da sieht man es wohl auch schon als Bild. Und die schauen wir uns an. Also bis jetzt muss ich sagen, ist das eine recht angenehme Stadt. Ja, mit Blümchen, das haben sie allgemein gerne in Rumänien, so wie ich das beurteilen kann. Viele hübsche Blümchen und schön grün, schön angelegt. Also da gibt es sicherlich auch Plätzchen, wo man es gut aushalten kann. Gell? So, da geht's auf zu dem Objekt unserer Begierde. Ja, da ist es. Wieder größer, wie ich gemeint hätte. Schau hier. Mir hat die Burg richtig gut gefallen. Man sieht die verschiedenen Epochen, man sieht die verschiedenen Umbauten, um die Burg immer wieder den wandelnden Bedürfnissen anzupassen. Die Burg Hunedoara gehört zu den wichtigsten historischen Bauten in Siebenbürgen. Steht eine Braut. Schaut mal, was wir für ein Glück haben. Schauen wir, eine Braut und ein Bräutigam. Schön. Ich glaube, das ist die zweite Hochzeit, die wir sehen. Die andere Hochzeit war auf der Burg, oder wie man auch sagen will, mit dem Geburtshaus von Dracula. Ich denke, die haben aber bloß Fotos da gemacht, also ob die Hochzeit da vorher, später oder sonst wann war, das weiß ich natürlich nicht. Gut, also, Burg haben wir hinter uns, sehenswert, kann man anschauen. War wieder mehr, wie ich erwartet hätte. Also ich werde jetzt mal wieder überrascht von den Highlights, dass die besser sind und größer und sehenswerter, wie ich das erwarte. Jetzt geht es Richtung Timișoara. Vorher fahren wir noch einen Flat an der Tanke abgeben. Der stürmt dann schon mal nach Hause. So, wir sind an der Tanke. Der Flat verlässt uns jetzt. Der will heute Abend zu Hause sein. Er ist ein junger Bub. Der will mal sein Wochenende daheim genießen. Hat er erreicht. Fährt jetzt praktisch heim. Hat er gut gemacht. Best Driver of Romania, habe ich gesagt. Der Flat fährt jetzt vor. Ach Quatsch, der Radu fährt jetzt vor. Bitte? Unasiwa. Where are you from? Munich. Munich. Oh, I've been there many times. Ah, okay. Just trespassing by airplane. Ah, okay, Last time I perfect. was in Düsseldorf. Düsseldorf, in the middle of Germany. Portugal, Netherlands. Ah, okay, and it's a nice place here. Gute Reise. Danke. So, also die Leute noch geärgert. Also wie gesagt, der Radu fährt vor auf der Autobahn. Wir machen jetzt eine Verbindungsetappe nach Timișoara. Best Driver of Romania. Schaut mal da vorne auf den Berg. Seht ihr das auf den Berg? Das schaut ja aus wie aus einem Bilderbuch. He? Wahnsinn. Da gibt es schon noch viel zu entdecken. Huiuiui. Ja, vielleicht müssen wir noch mal her. So, wir machen jetzt einen Teil auf der Autobahn, weil die Landstraße recht schlecht ist. Es gibt dann immer allzu viel zu erleben, zumindest auf der Route, die wir uns jetzt ausgesucht haben, nach Timișoara. Auf halber Strecke ungefähr von hier aus nach Timișoara gehen wir wieder auf Landstraße, weil da wird es noch mal ein bisschen schöner. Schöner wie auf der Autobahn auf alle Fälle. Ja, und dann geht es zur letzten Nacht in Rumänien. So machen wir es. So, und das erste Mal auf unserem Trip tatsächlich sind wir auf einer richtigen Autobahn, die auch ihren Namen verdient, mit grünen Schildern, nahen Pipapo.
Da ist jetzt kein Unterschied, ob das Österreich oder Holland, Italien oder eben Rumänien ist. Und mal wieder eine Brücke für mich. Wobei das natürlich auf der Autobahn nicht großartig zum Tragen kommt, dass das was Besonderes wäre. Gut, let's go. Timisoara, 140 Kilometer. Schauen wir mal, wie weit die kommt. 210 Kilometer. Passt, auf geht's. So, wir haben die Autobahn verlassen, es geht weiter über die Landstraße, die stark befahren ist, weil die Autobahn auch endet. Ihr schaut euch das so. Da war noch was mit Gegenlicht und verschiedenen Ebenen der Berge. Ja genau. Ich finde das wieder super schön, wie das Land da die Konturen zeichnet. Und da sieht man, da hinten muss Timisoara sein, weil das liegt ganz im Flachen. Nichtsdestotrotz hat die Gegend absolut ihren Charme, und gerade wenn man dahinter schaut, die waldbewachsenen Berge, verschiedenen Höhen, verschiedenen Schattierungen, verschiedenen Ebenen, mal flacher, mal steiler. Sehr schön. Gefällt mir. So, eine kleine Lageänderung. Interessante Kirche. Rado fährt jetzt hinten, den Flat haben wir ja bereits heimgeschickt und die Verbindungsetappe geht jetzt weiter über die Landstraßen nach Timisoara. Da schauen wir, dass wir vorher nochmal einen Sprit kriegen, bevor wir zur Unterkunft kommen, damit wir morgen auch gleich startklar sind. Und jetzt ist es flach, da drüben sieht man noch ein bisschen was, aber ansonsten geht es flach dahin. Auf geht's! Wer hätte das gedacht? Auch nach der Autobahn ist noch eine schöne Straßen, schöner Mischwald, Kurven, Schatten, schön, wieder dieser Kontrast, schön. So, wir fangen nur ein paar Szenen aus Transsilvanien auf. Es ist ja da bald vorbei, es sind nur 56 Kilometer bis zur Unterkunft. Ja, es ist ja ein bisschen traurig jetzt, gell? Aber es ist noch nicht vorbei und deswegen freue ich mich, dass ich da ein paar Eindrücke aus Transsilvanien gewinnen darf. Die Straße nagelneu, ich glaube, das haben sie extra für uns gemacht. Ja, die besten Straßen kommen zum Schluss. Gell? Wobei, wenn jetzt alles super sauber war, alles ausschauen darf wie in Frankfurt oder so, dann darf ich ja gar nicht mehr kommen. Gell? Also, es darf ruhig anders sein wie bei uns. Das wollen wir. Gut. Das sieht man relativ oft da, dass die Leute Gemüse und Obst verkaufen am Straßenrand. Die stellen das Zeug raus, oft sitzen auch Leute daneben und warten, bis jemand kommt. Wie erträglich dieses Geschäft ist, das kann ich euch nicht sagen. Und wir haben die großen Kreuze wieder mit Totenkopf ganz unten. Die sind hier scheinbar mehr verbreitet wie in der Walachei, also die großen. So, ich glaube, da hinten kann man schon sehen, Timisoara. Und Flughafen ist da in der Nähe, viel große Industrie. Und flach, ganz flach. So, ein wenig Wehmut liegt in der Luft. Wir haben noch, naja, ich habe jetzt mal irgendwo so ein Picknick gesetzt in diesem Wohngebiet. Noch 1-2 Kilometer Rest von dieser Tour, die fantastisch war, die wir an
vielen Ecken deutlich überrascht hat. Viel mehr geboten hat, wie ich erwartet habe. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es gab da noch so viel mehr, was man sich anschauen kann. Aber was ist schon eine Woche für ein ganzes Land, gell? Speziell, wenn der Fahrspaß auch nicht zu kurz kommen darf. Die Führung war super, die Lokalitäten genial, das Essen super. Ich weiß gar nicht, das sind alle Superlative, die man irgendwie ziehen kann, wären da jetzt mit dabei und man wird dieser Sache gar nicht gerecht. Ich kann es nur empfehlen, probiert es aus, macht es das einmal. Und wenn es euch so gut gefällt wie mir, dann habt ihr sicher nichts falsch gemacht. In diesem Sinne, pfiat euch!